Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Ich lade euch ein, mit mir durch das Zentrum von Irkutsk zu spazieren. Genauer gesagt, befinden wir uns am Rand des Zentrums. In diesem Video werde ich euch meinen Weg zum touristischen Viertel zeigen. Ich möchte euch die Kontraste der Stadt Irkutsk näher bringen. Im Stadtzentrum kann man immer noch viele Holzgebäude sehen, in denen Menschen wohnen. Gleichzeitig werden dort moderne Hochhäuser gebaut. In den Holzhäusern leben immer noch Menschen, aber sie haben oft weder Wasser noch Abwasser. Die Menschen müssen zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen, und die Toilette befindet sich sehr oft draußen. Das ist sehr unangenehm und unbequem für das tägliche Leben. Die meisten dieser Holzgebäude sind mindestens 50 Jahre alt. Mit der Zeit werden diese Häuser abgerissen und an ihrer Stelle moderne Hochhäuser aufgebaut. Die Menschen, die in den Holzhäusern wohnen, können eine Wohnung von der Baufirma erhalten oder Geld für den Kauf einer Wohnung an einem anderen Ort bekommen. Das Problem ist, dass der Abriss von Holzgebäuden in Irkutsk sehr schwierig ist, da sie unter Denkmalschutz stehen. Einige Bewohner der Holzhäuser wollen ihre Grundstücke nicht an Baufirmen verkaufen oder fordern sehr viel Geld dafür. Und die Baufirmen sind nicht bereit, so viel Geld zu zahlen. Das ist ein ernstes Problem in Irkutsk. Im Stadtzentrum kann man sogar abgebrannte oder zerstörte Holzgebäude sehen, aber niemand räumt sie weg. Der Abriss alter, zerstörter Häuser ist schwierig, um an ihrer Stelle moderne Gebäude zu errichten. Das liegt daran, dass jedes Holzhaus einer Prüfung unterzogen werden muss, um festzustellen, ob es ein Kulturdenkmal ist. Die Preise für Wohnungen in modernen Häusern im Zentrum von Irkutsk sind sehr hoch. Um eine Einzimmerwohnung zu kaufen, muss man 8 Millionen Rubel haben, was etwa 80.000 Euro entspricht. Niemand hat so viel Geld. Daher sparen die Menschen für die Anzahlung und nehmen dann ein Hypothekendarlehen bei der Bank auf. Im Jahr 2024 ist es jedoch nicht vorteilhaft, eine Hypothek aufzunehmen, da der Zinssatz der Zentralbank auf einem Rekordhoch ist. Der Immobilienmarkt in Russland befindet sich Ende dieses Jahres in einer Krise. Zurzeit kaufen nur wenige Menschen Wohnungen, weil viele sich die Hypothek nicht mehr leisten können. Als Alternative interessieren sich viele nun für den Kauf von Immobilien in den Vororten von Irkutsk, wo die Preise noch nicht so hoch sind. Wenn jemand nicht regelmäßig in die Stadt fahren muss, kann er ein Haus im Dorf am Ufer des Angara-Flusses oder sogar am Baikal-See kaufen. Diese Optionen sind jedoch nicht für alle geeignet, da Kinder zur Schule gehen müssen und die Eltern in die Stadt zur Arbeit fahren müssen. Jeder muss sein Wohnproblem selbst abhängig von seiner Lebenslage lösen. Das war's erstmal für heute, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von der Situation auf dem Immobilienmarkt in Irkutsk bekommen. Nun habt ihr gesehen, wie das Stadtzentrum aussieht. Es gibt Menschen, die die Holzhäuser im Zentrum von Irkutsk mögen und andere, die sie nicht mögen und die möchten, dass sie abgerissen werden. Aber ich denke, man muss einen Ausgleich finden. Die Holzarchitektur verleiht der Stadt ein historisches Gesicht und zieht Touristen an. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich beantworte eure Fragen ganz gerne. Ich bitte euch auch, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video zu finden. Darin veröffentliche ich kurze Videos und Fotos aus meinem Alltagsleben. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bald in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal wieder. Bis dann. Tschüss. Winter in Irkutsk, der Schnee funkelt hell. Holzhäuser in Frost wie ein schimmerndes Juwel. Sonnige Tage, der Himmel so blau. Die Kälte verfliegt und ich spüre genau. Sonnenschein lacht, gute Laune erwacht. Der Winter hier hat eine
Spaziergang durch Straßen, die klirren und glühen, im Herzen von Irkutsk die Wunder verspüren. Die Sonne wirft Strahlen, die Luft glitzert klar. Holzdächer leuchten, so nah und doch fern, wunderbar. Die Kälte ein Freund, die Stille so rein. Wir wandern im Winter, die Stadt fühlt sich mein. Sonnenschein lacht, gute Laune erwacht. Der Winter hier hat eine eigene Pracht. Spaziergang durch Straßen, die klirren und glühen, im Herzen von Irkutsk die Wunder verspüren. Die spürt man die Freiheit, das Leben so leicht. In dieser Kälte ist Wärme erreicht. Mit Freunden im Schnee, die Herzen so weit. Irkutsk, du schenkst mir Geborgenheit. Sonnenschein lacht, gute Laune erwacht. Der Winter hier hat eine eigene Pracht. Spaziergang durch Straßen, die klirren und glühen, im Herzen von Irkutsk die Wunder verspüren. Hier spürt man die Freiheit, das Leben so leicht. In dieser Kälte ist Wärme erreicht. Mit Freunden im Schnee, die Herzen so weit. Irkutsk, du schenkst mir Geborgenheit. Sonnenschein lacht, gute Laune erwacht. Der Winter hier hat eine eigene Pracht. Spaziergang durch Straßen, die klirren und glühen, im Herzen von Irkutsk die Wunder verspüren.